Hier ist sie, von den Wänden deutscher Wohnungen nicht mehr wegzudenken. Schafft eine wohnliche Atmosphäre, neutral, praktisch, mehrfach überstreichbar. Unübertroffen und doch ein Klischee. Die Raufaser. Aber was ist mit den Deutschen und ihrer Raufaser? Warum findet man sie in fast jeder Wohnung? Ist sie nicht überholt und spießig? Für diesen Film habe ich mit Menschen gesprochen, die sich mit Wänden beschäftigen und mit Raufaser. Aber als erstes befrage ich das Internet. Wie weit verbreitet ist Raufaser heute eigentlich noch? Da ich keine Studien finde, muss ich selbst eine machen. Das Ergebnis? Knapp 80% der Deutschen haben Raufaser in ihrer Wohnung. In 60% der Wohnungen ist Raufaser der häufigste Wandbelag. Bei Wohnungen, die renoviert übernommen werden, sogar 70%. Und 40% der Deutschen wählen bei der Renovierung ihrer eigenen 4 Wände selbst Raufaser aus. Damit ist sie mit Abstand der beliebteste Wandbelag. Dass Mietwohnungen so häufig mit Raufaser tapeziert werden, muss praktische Gründe haben. Ich frage einen Vermieter. Muss ich mal daran denken, dass die Mieter immer weniger Kosten haben? Kann ich keine Baustelle in den Wohnungen von dem Mieter mal einrichten? Wenn die Miete aussieht, kommt der Nächste, braucht nur anzustreichen. Da ich besonders viele Altbauten habe, wo die Wände nicht so 100% eben sind, Raufaser deckt die Fehler. Es kommt manchmal vor, dass irgendwelche Schaden an die Wände sind. Ein Stückchen Raufaser geholt und wenn ich die nochmal anstreiche, dann sieht man überhaupt nicht. Ich verstehe, Raufaser ist günstig und rentiert sich also für Vermieter. Aber wieso wählt man auch für sich selbst Raufaser? Ich habe einmal Raufaser in einer Wohnung abgelöst und das war echt ein Aufriss. Wieso tut man sich das an? Ich renoviere gerade meinen Flur. Es war vorher Raufaser dran und es kommt wieder Raufaser ran, weil es einfach unkompliziert ist. Und wenn man es vorher einweicht, geht es auch eigentlich relativ schnell ab und auch sehr leicht ab. In Ordnung, das sind also die Meinungen von Mietern und Vermietern. Aber was sagt ein Profi dazu? Ich fahre nach Spandau und spreche mit Patrick. Jetzt sage ich mal 80% wollen glatte Wände haben. Glatte Wände, dann vielleicht mal eine Wand mit einer Mustertapete geklebt haben, sonst nur streichen. Also viele wollen weg von Raufaser. Wir holen auch in vielen Wohnungen die Raufaser runter und spachteln die Wände glatt mit einer Feinspachtelung. Es kommt schon vor, dass man Raufaser tapeziert, aber nicht so oft. Eher Leerwohnung von Hausverwaltung. Dadurch, dass es ja günstiger ist, als wie Wände glatt zu spachteln, wollen die natürlich das günstigere haben, also Raufaser dann. Wenn der Raufaser gut geklebt ist, kann sie ewig drauf bleiben. Ich hatte Raufaser, aber ich habe alles runtergeholt und alles jetzt schön mit Mustertapeten gemacht. Patrick ist nicht nur irgendein Maler. Er hat die bisherige Bestzeit beim Raufaser-Schnelltapezierwettbewerb erreicht. Also ich habe schon ein paar Mal Raufaser tapeziert, aber nie auf Schnelligkeit. Ich bin eigentlich hingegangen, um zu gucken, was das Ganze bringt und einfach mal mitzumachen. Der Wettbewerb wurde ausgerichtet von der Firma Erfurt und Sohn. Und das ist kein Zufall. Die Raufaser wurde erfunden von Hugo Erfurt, einem Apotheker aus Wuppertal. Seine Familie hatte eine Papierfabrik und er entwickelte es ursprünglich als Dekorationspapier für Schaufenster. Die Raufaser ist also eine deutsche Erfindung. Sind das die Gründe für die Verbreitung? Made in Germany, praktisch und günstig? Ich fahre nach Wuppertal. Wenn mir das jemand erklären kann, dann Herr Erfurt persönlich. Nicht Hugo Erfurt, sondern Martin Erfurt, der Geschäftsführer des Familienunternehmens in 7. Generation. Die Kulturen sind entweder affin für Tapeten oder nicht. Und da gibt es eben Länder wie zum Beispiel Frankreich, England, die schon immer sehr viel mit Wanddekoration gemacht haben. Die sind da sehr affin. In Norddeutschland wird viel mehr tapeziert als in Süddeutschland. Noch weiter südlich wird es noch weniger mit Tapete. Auch ganz interessant, eine Tendenz von gröberen Strukturen zu feineren Strukturen. Für das Auge ist es ganz gut, wenn es eine Struktur hat. Die kubischen, das sind mehr so Würfel, so mehr so eckige Holzfasern. Andere sind mehr so längliche Späne. Da sieht man eben auch die Unterschiede eben. Das ist eine ganz feine. Klassiko oder Romantik, also die haben eine andere Bezeichnung. Ja, wir entwickeln ja immer weiter. Wir haben ja da unser neues Produkt, die Raufaser Ella, klimaneutral die Ware, sehen auch im Moment wieder ein Wachstum in dem Markt. Und insofern glauben wir weiter, dass wir damit eben ein Produkt haben, was auch für die Zukunft seine Rolle spielt. Die Raufaser, ein Evergreen. Wird sie uns also erhalten bleiben und nicht ins Museum verbannt? Die Raufasertapete kam 1930 zum ersten Mal auf den Markt. Wenn wir an die weitere Entwicklung dann denken, der 50er Jahre, der 60er, 70er, also da beherrschten wieder figürliche, ornamentale Motive die Wand.
aber so wie wir sie heute kennen, wirklich erst in den 80er Jahren als weiße Raufaser zahlreiche deutsche Haushalte dekoriert. Ich sehe einfach, dass es in der Kunst- und Designgeschichte immer eine Bewegung und eine Gegenbewegung gibt. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Tapete wieder so eine Renaissance erlebt. Ich glaube aber, dass nach einiger Zeit, wenn man sich wieder da an der Tapete satt gesehen hat, dass es auch da wieder eine Gegenbewegung geben wird, hin wieder zu dem Schlichteren. Davon bin ich fest überzeugt, dass es immer Wellenbewegungen sind und immer eine Bewegung und eine Gegenbewegung geben wird. Also wird die Raufaser vielleicht wieder eine Gegenbewegung zur Gegenbewegung sein. Ich lasse aber in meiner Wohnung erstmal die Raufaser da, wo sie ist und bin damit alles andere als allein. Immerhin ist sie praktisch, wohnlich und mehrfach überstreichbar.